Okay, ich würde sagen, wir machen das mal wieder auf eine andere Art. Auf Deutsch. Und nicht erschrecken. Ich habe beschlossen, wir machen es überhaupt ein bisschen lustiger. Ein bisschen bewegter vielleicht. Ich bin ja gerne hier oben in meinem Dachbodenstudio und übe hier auch. Aber natürlich auch unterwegs. Und vielleicht hat der eine oder die andere, vielleicht hast du auch gesehen, wie ich im Podcast mit Anja zusammen von hier oben erzählt habe, wie ich mal geübt habe bei uns im Urlaub, im Keller von unserer Unterkunft. Beim Üben ist es oft so, wenn du nicht dir zu viel vornimmst, und ich finde, das sieht man an dem Beispiel einfach total gut, wenn du quasi einfach nur für dich selber übst und ein bisschen mehr als Selbstzweck, also wenn der Weg das Ziel ist, geht es oft viel besser. Und ich finde es total bemerkenswert selber. War überrascht, als ich dieses Video zufälligerweise in meinem Archiv gefunden habe, als ich gerade ein bisschen aufgeräumt habe auf meinem Computer, als ich gemerkt habe, wie intuitiv, wie inspiriert und wie gut es einfach läuft und wie gut auch vor allem, also wie gut nicht meine Ideen laufen, sondern wie gut auch diese Übung, ich übe dann gerade Quarten, das war gerade mein Thema, wie das funktioniert, bin ich schon überrascht. Hör dir das mal an, es ist auch irgendwie kontemplativ, es ist fast schön zuzuhören, lustigerweise, beim Üben. Ist gut, oder? Ich hatte das letztens auch mal bei einem Meeting, was vereinbart war, und dann kam jemand nicht oder zu spät, viel später jedenfalls. Und dann habe ich gedacht, okay, nutze ich die Zeit und die Kamera ist ja aufgebaut, ich habe gerade Bock, ich bin irgendwie gut drauf.
dann übe ich halt. Und das war so auch so eine unverhoffte Zeit, die mir geschenkt wurde, wo ich einfach drauf losgespielt habe und gemerkt habe, dann im Nachhinein oder sagen wir mal so, jetzt beim Durchstöbern meines Archivs, wie gut das kommt, wenn du einfach nur nach Lust und Laune loslegst und nicht so, manchmal ist also sozusagen das ungeplante Üben gar nicht so schlecht, oder? Ja, also ich muss gestehen, ich hatte Spaß daran, das nochmal zu sehen und dazu zu hören, weil der Spielwitz, der kommt eben aus diesem Unvorhergesehenen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was das Improvisern, das unvorhergesehene Improvisere heißt ja unvorhergesehen, was das Improvisieren eben auch ausmacht, oder? Ach so, und wenn es doch nicht ganz so unvorhergesehen sein soll, kleiner Tipp. Melde dich bei mir, komm mit mir ins Gespräch und wir schauen, ob wir das ein bisschen besser hinkriegen vielleicht. Mit einem Übeplan, einem ganz klaren Ziel und Schritten, die wir uns gemeinsam überlegen, wie du dieses Ziel erreichst. Melde dich einfach bei mir. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Wenn du da draufklickst, kannst du mit mir ein Gespräch ausmachen aus meinem Kalender. Da schaust du, wann es dir passt, wann es mir passt und dann reden wir. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen.